Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Was spricht dagegen, mal 2 Torten in einer Form zu machen? Manchmal hat man vielleicht nicht ganz so viele Gäste oder man möchte für sich, für den Sonntagskaffee einfach ein kleines Törtchen machen, aber nicht nur eins, sondern vielleicht auch ein zweites zur Auswahl. Aber ich weiß, vielen von euch scheitert es an ganz kleinen Backformen. Und so kann man auch mal, wenn die Creme ein bisschen fester ist, doch mal 2 Torten in einer machen. So wie ich heute. Ich habe eine Himbeer- und Käsesahne in einer 24 cm Backform zubereitet. Die genauen Mengenangaben, was ihr für diese Torte benötigt, schreibe ich euch übrigens hier unter dem Video in die Infobox und ihr findet das Rezept zu meinem Blog auch am Ende des Videos verlinkt. Zuerst habe ich natürlich den Biskuit gebacken. Diesen erkläre ich euch jetzt nicht mehr hier. Dazu gibt es ein separates Video. Wenn ihr mein Rezept noch nicht kennt, dann schaut mal hier oben in der Infocard. Diesen habe ich nach dem Backen auf dem Kopf vollständig auskühlen lassen, bevor ich 2 schöne Böden mit etwa 2 cm Dicke herausgeschnitten habe. Für meine Torte habe ich eine Himbeer- und eine Käsesahnefüllung zubereitet. Dafür wird benötigt süße Sahne, eine Zitrone, Gelatine, Magerquark, Puderzucker, Himbeeren, das können frische oder wie in meinem Fall auch gefrorene sein. Außerdem wird Joghurt, etwas Zucker und ein klein wenig Wasser benötigt. Um den unteren Tortenboden spanne ich zuerst einen verstellbaren Backrahmen. Und damit ich meine Torte sauberer und schöner nachher aus dem Backrahmen herauslösen kann, verwende ich noch eine Tortenrandfolie. Die Gelatine wird in kaltem Wasser eingeweicht. Dazu gebe ich jedes Blatt einzeln kreuzweise in das kalte Wasser. Die kalte Sahne wird steif geschlagen und auf die Seite gestellt. In einen kleinen Kochtopf gebe ich nun die Himbeeren, den Zucker und die kleine Menge Wasser und lasse die Himbeeren bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren so lange köcheln, bis sie ganz gut verkocht sind. Anschließend werden die Kernchen ausgesiebt. Und 3 Blatt der gequollenen Gelatine in die heiße Masse eingerührt. Nun kommt etwas Zitronenschalenabrieb sowie Saft und Joghurt dazu und alles wird gut untergerührt und nun muss die Masse etwa 10 Minuten auskühlen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Käsesahnefüllung. Dazu gebe ich Magerquark, Puderzucker und etwas Vanilleextrakt, das hatte ich eben vergessen zu zeigen, sowie Zitronenschalenabrieb und Saft dazu und rühre alles mit dem Handrührgerät glatt. Die restliche Gelatine nehme ich aus dem Wasser und schmelze sie bei kleiner Stufe in der Mikrowelle. Diese gebe ich nun zu der Käsesahnemasse, indem ich allerdings erst von der kalten Masse in die warme Gelatine hineingebe und erst anschließend alles miteinander verrühre. Die Hälfte der Sahne wird nun hier unter die Käsesahne-Masse untergehoben. In die andere Hälfte der Schlagsahne gebe ich nun die abgekühlte Himbeermasse und hebe auch diese unter. Die Backform ist vorbereitet, die Cremes sind beide fertig und wie ihr seht, meine Käsesahnecreme ist ein bisschen fester, was aber gar nicht so schlimm ist. Deswegen starte ich nämlich mit dieser festeren Creme, die ich jetzt einfach auf die Hälfte des Biskuitbodens verteile. Erstmal nur eine dünnere Schicht, damit sie nicht nach drüben auf die zweite Hälfte wandert. Dann folgt etwas Himbeersahne und so arbeite ich mich langsam nach oben hin vor.
Den zweiten Biskuitboden habe ich einmal in der Mitte durchgeteilt. Die Hälfte, die ihr jetzt hier seht, kommt auf die Himbeersahne. Hier habe ich noch den dunkel gebackenen Rand abgeschnitten. Nun folgt die restliche Käsesahne, der zweite halbe Boden obendrauf und auf die andere Seite natürlich die restliche Himbeersahnefüllung. Etwas schütteln, damit die Füllungen sich noch etwas glatt ziehen, und so muss die Torte für etwa 2 Stunden in den Kühlschrank. Die Torte ist durchgekühlt, die Füllungen sind fest geworden und nun nehme ich erstmal den Backrahmen und anschließend die Tortenrandfolie vorsichtig ab. Dekoriert wird die Käsesahneseite ganz klassisch mit etwas Puderzucker und die Himbeerhälfte mit Himbeerkonfitüre. Dieses ist übrigens eine Samtvariante ohne Stückchen und ohne Kerne. Ich habe sie in der Mikrowelle erwärmt, sodass sie dünnflüssiger ist, und in einen Spritzbeutel gegeben und dekoriere damit nun die Himbeerhälfte. Frische Himbeeren habe ich im Supermarkt auch noch bekommen und so habe ich diese natürlich auch noch zur Deko verwendet.